Unsere Reise geht weiter Richtung Italien. Wir fahren, wie ich schon im ersten Video gesagt habe, nicht auf dem direkten Weg dorthin, sondern wir werden in Deutschland einige Plätze noch anfahren und fahren unter anderem auch noch rüber kurz nach Frankreich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind am Montag, den 23. August von Andernach am Rhein gestartet Richtung Süden. Und zwar geht es nach Erstadt. Diese kleine Stadt liegt südlich von Straßburg und dort gibt es einen Campingplatz und den wollen wir jetzt anfahren. So, wir passieren jetzt die Grenze nach Frankreich. Jetzt kommt bestimmt die Frage, was wollt ihr in Frankreich, wenn ihr eigentlich nach Italien fahren wollt? Das hat damit zu tun, dass dort eine lange Strecke an Geocache gibt und die wollen wir gerne abfahren mit dem Fahrrad und deshalb fahren wir jetzt erst nach Frankreich. Wir wollen auch deshalb nicht so schnell nach Italien. Wir wissen aus Erfahrung, dass gerade im August die Plätze in Italien noch alle recht voll sind. Und so wollen wir noch ein bisschen Zeit hier verbringen, um dann spätestens Anfang September in Italien sein. Wir haben 3 Übernachtungen für diesen Campingplatz in Erstein eingeplant. Das Wetter hatte sich leider verschlechtert. Wir hatten immer mal wieder einen starken Regenschauer während der Fahrt, aber jetzt, wo wir hier ankommen, ist Gott sei Dank trocken. Der Campingplatz in Erstein liegt am Ortsrand, er ist aber recht gut anzufahren. Die Straßen sind breit genug, so dass man auch mit größerem Mobil dorthin kommt. Wir hatten vorher nachgelesen, dass der Campingplatz nicht immer oder die Rezeption am Campingplatz nicht immer besetzt ist, sondern nur in den Morgenstunden und dann wieder ab 15 Uhr. Und jetzt, wo wir hier eintreffen, ist es gerade oder kurz vor 15 Uhr und die Rezeption ist noch geschlossen. So müssen wir erstmal anhalten und uns erkundigen, aber dann hat uns die junge Dame in der Rezeption gesehen, hat die Tür geöffnet und wir konnten uns anmelden und können uns jetzt einen Platz hier auf dem Campingplatz aussuchen. Wir mussten in der Rezeption unsere Daten angeben und auch einen Nachweis über eine Corona-Impfung. Der Platz kostet hier 17 Euro ohne Strom. Wenn man Strom braucht, zahlt man, glaube ich, noch 3 Euro dazu. Eine Parzellierung haben wir hier nicht gesehen. Ist alles sehr großzügig, so dass man rund ums Mobil überall viel Platz hat. Am Abend kam noch die Sonne, so dass wir den Tag schön ausklingen lassen konnten. Am nächsten Morgen haben wir dann das Sanitärgebäude genutzt und dort geduscht. Das Gebäude liegt mitten auf dem Platz und ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn man das sich genauer anschaut. Ich habe im Gebäude mal mit der 360-Grad-Kamera aufgenommen. Dann hat man einen Weitwinkel und so hat man ein bisschen besseren Eindruck von den gesamten Räumlichkeiten. Wie gesagt, das Ganze ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber durchaus nutzbar alles. Angegliedert an dem Platz ist ein kleiner Badesee. Man sieht es hier von oben, dass so auf der rechten Seite sieht man diesen kleinen See. Dort gibt es einen Badestrand und dort kann man kostenlos schwimmen gehen, wenn man das möchte. Auch hier gibt es viele Fahrradwege, teilweise direkt an einem Kanal entlang. Man kann also von dem Campingplatz aus mit dem Fahrrad am Kanal bis nach Straßburg fahren. Das sind etwa 20 Kilometer. Das muss ich vielleicht sagen, wir waren schon zweimal in Straßburg, deshalb sind wir nicht nach Straßburg gefahren. Wir sind in erster Linie hierher gekommen, um eine Geocache-Tour zu machen und die ging entlang hier dieses Kanals. Wir sind wieder zurück auf dem Campingplatz. Ich habe mal wieder meine portable Solarplatte ausgepackt, denn ich verbrauche im Moment etwas mehr Strom durch meine Videobearbeitung, wo ich täglich immer am PC sitze und deshalb steht sie jetzt mal wieder draußen.
Jetzt habe ich aber was gesehen, das ist auch ganz interessant, und zwar kam am Nachmittag hier auf dem Campingplatz ein großer Bus an, und zwar das rollende Hotel. Diese Fahrzeuge habe ich schon mehrfach in Europa unterwegs gesehen. Ja, ist ganz interessant, sowas mal zu sehen. Da gibt es Schlafkabinen drin in diesem Bus. Da können ja vielleicht 20, vielleicht sogar mehr Personen drin übernachten und sitzen während der Fahrt natürlich richtig auf den Sitzen und versorgen sich über eine Küche, die auch an Bord ist, selber. Es sind 2 Fahrer dabei, die sind auch zuständig für die Zubereitung der Mahlzeiten. Den Schlafraum muss man sich so vorstellen, dass mehr oder weniger eine kleine Koje, wo man drin liegen kann zum Übernachten. Das Unternehmen bietet ganz unterschiedliche Reisen an. Es gibt Abenteuerreisen, es gibt Studienreisen, es gibt Städtebesichtigung, Reisen mit Städtebesichtigung und. Wer da mehr Informationen braucht, der muss mal auf die Seite des rollenden Hotels gehen. Dort findet man weitere Informationen zu dieser ganzen Geschichte. Wir waren 3 Tage auf diesem Campingplatz. Für uns war alles in Ordnung dort. Wir haben diesen Platz ja in erster Linie genutzt, um unsere Geocache-Tour da zu fahren und haben deshalb hier übernachtet. Eine Entsorgung gibt es in der Zufahrt vom Campingplatz. Die haben wir noch genutzt, bevor es dann für uns weiterging. Am Donnerstag, den 26. August, verlassen wir jetzt den Campingplatz in Erstein und wie ich schon angekündigt habe, wollen wir zur Firma RSM mit unseren E-Bikes, die sollen dort gewartet werden. Und als Stellplatz wurde uns angeboten von der Firma RSM das Anglerheim. Dort gibt es einen großen Parkplatz und dort wollen wir hin und dort übernachten. So, wir haben ja Frankreich dann wieder verlassen und sind jetzt hier in Deutschland wieder und treffen jetzt hier ein auf dem Parkplatz vom Anglerheim. Es war eine sehr kurze Reise, etwa 20 bis 25 Kilometer bis hierher. Wir sind in Neuried. Das ist ganz grob bei Offenburg im Süden Deutschlands, nicht weit von der Autobahn A5 entfernt. Und wir stehen mit unserem Wohnmobil hier auf dem Parkplatz vom Anglerheim und wollen gleich mit unseren Fahrrädern zur Firma RSM und die Fahrräder warten lassen. Die Fahrräder sind jetzt mehr als 3 Jahre alt und wir haben ca. 5000 Kilometer mit den Fahrrädern gefahren. Und ja, jetzt sind ein paar Kleinigkeiten dran, da soll mal nachgeschaut werden und mal sehen, was gemacht werden muss. Dann möchte ich noch kurz sagen, hier zu diesem Anglerheim, hier darf man mit dem Wohnmobil stehen, wenn man jetzt zum Beispiel zu der Firma RSM möchte, und man kann hier essen. Und was ganz wichtig ist, das muss ich unbedingt sagen, im nächsten Jahr soll hier ein offizieller Stellplatz entstehen, ja, mit Plätzen von etwa 40 Plätzen, also ein recht großer Platz soll hier entstehen. Wollen wir mal schauen, ob das was wird. So, und jetzt geht's los. Wir fahren mit den Fahrrädern zur Firma RSM. Das sind etwa 1 Kilometer von hier und das ist natürlich schnell zu erreichen. Und da schauen wir gleich mal, was die an unseren Fahrrädern machen. Das werde ich auch noch eben zeigen. Wir sind bei der Firma RSM angekommen. Begrüßt wurden wir von Andreas Weiß. Er hat sich unsere Fahrräder angeschaut und wir haben festgelegt, was gemacht werden soll. Während unsere Fahrräder jetzt in der Werkstatt waren, haben wir uns umgeschaut und haben uns die neuen Modelle mal angesehen und dabei festgestellt, dass zum Beispiel bei unserem Modell, diesem Mobilist XR, auch schon einige Erneuerungen wieder gibt, und da haben wir uns dann mal näher erkundigt, was es da im Einzelnen alles so gibt. Ich mache es kurz. Wir haben uns entschieden, wir kaufen 2 neue Fahrräder. Ganz einfach deshalb, weil es doch einige Details gibt, die jetzt verbessert wurden und für uns interessant sind. Zum Beispiel ein USB-Anschluss, um das Handy zu laden und so weiter und so fort. Ich will da jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Das werde ich später nochmal in einem Video zeigen.
Es wäre gar nicht ohne weiteres möglich gewesen, jetzt 2 neue Fahrräder zu bekommen hier. Das hängt damit zusammen, wir benutzen unsere alten Akkus weiter. Das heißt, wir bekommen keine neuen Akkus bei unseren Fahrrädern. Sonst hätten wir doch einige Zeit warten müssen, um ein neues Fahrrad zu bekommen. So schnell kann es manchmal gehen. Jetzt fahren wir mit unseren neuen E-Bikes, Modell Mobilist XR, wieder zurück zum Stellplatz und von da aus geht es dann weiter an dem heutigen Freitag, dem 27. August, Richtung Süden. Wir verlassen jetzt den Parkplatz vom Anglerheim hier und es geht für uns Richtung Süden, Richtung Grenze Schweiz. Wir werden aber diese Nacht noch in Deutschland bleiben, haben uns einen Stellplatz ausgesucht in Bad Bellingen, heißt es, glaube ich. Jetzt ist heute Freitag, so wissen wir nicht ganz genau, ob wir da noch einen freien Platz bekommen. Aber das riskieren wir jetzt und fahren dann, das sind etwa noch 100 Kilometer bis zu diesem Stellplatz und hoffen, wenn wir frühzeitig ankommen, dass wir noch einen freien Platz dort finden. Wir fahren jetzt auf der Autobahn A5 Richtung Süden. Der Stellplatz in Bad Bellingen liegt nicht weit entfernt von der Autobahn, also von daher ist er verkehrsgünstig für eine Übernachtung. So, jetzt haben wir den Platz fast erreicht. Wir biegen hier links ab und kommen dann in das Kurgebiet oder dort, wo die Kuranlagen sind, und dort ist auch der Stellplatz. Wir sehen hier jetzt auf der rechten Seite einen großen Parkplatz, der ist speziell für PKWs. Wenn wir jetzt weiter durchfahren und hier dann links abbiegen, dann kommen wir direkt zum Stellplatz. Wir haben Glück, trotz dass es Freitag ist und ja, wir haben vielleicht 14 Uhr, gibt es noch einige freie Plätze. Man sieht hier vorne rechts schon, da hätte man sich hinstellen können. Wir fahren jetzt aber hier links rein und dort ist die größere Fläche für die Plätze und dort nutzen wir einer dieser freien Plätze. Dieser Stellplatz hat 27 Parzellen, das heißt also 27 Mobile dürfen hier und können hier stehen. Es ist beschränkt auf eine Länge von 9 Metern, sieht man hier auch etwa, wir sind 8 Meter lang, viel mehr als 9 Meter geht wohl nicht. Der Platz kostet 18,50 € pro Übernachtung. Darin enthalten ist Strom, Fähr- und Entsorgung und natürlich die Kurtaxe, die auch nicht unerheblich ist. Ich stelle diesen Platz nur kurz vor. Wenn ich den ein bisschen ausgiebiger vorstellen soll, dann vielleicht in einem extra Video, dann schreibt mir das doch in den Kommentaren. Dann kann ich auch ein bisschen noch vom Umfeld berichten und so weiter. Das gesamte Schrankensystem und auch Bezahlsystem ist außer Betrieb. Bezahlt werden muss an der Touristeninformation, das sind etwa 100-200 Meter zu laufen. Es wird kontrolliert, das heißt, zahlt man nicht und hat man keinen Beleg im Fenster, bekommt man einen Zettel mit auch der Androhung, dass man bestraft wird. Nach Corona-Test oder Impfung wurde hier nicht gefragt. Wir haben 2 Übernachtungen auf diesem Stellplatz gemacht und so ging es dann am Sonntag weiter Richtung Schweiz. Wir haben dort noch entsorgt und Frischwasser getankt, das alles im Preis enthalten, und so ging es dann weiter Richtung Schweiz. Wir hatten gehofft, dass wir auf einem Sonntag besser durch die Schweiz bzw. durch den Gotthardtunnel ohne Staus kommen. Das war ein Trugschluss, aber so ist es nun manchmal. Aber darüber werde ich im nächsten Video natürlich berichten. Auch werde ich berichten oder zeigen über die Schwerlastabgabe, die man da ja bezahlen muss in der Schweiz. Und zwar haben wir die App genutzt, aber dazu mehr im nächsten Video. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.